Römer begannen bereits im 1. Jahrhundert nach Christus mit der Ausbeutung des Kalksteinvorkommens, was sich unter Paris befindet. Und über die ganzen Jahrhunderte bis spät nach dem 18. Jahrhundert wurde, glaube ich, die letzte Zeche irgendwann geschlossen. Das Streckennetz der Katakomben betrug dementsprechend 300 Kilometer an Hauptstollen und ungefähr 100 Kilometer an Nebenstollen werden mittlerweile als unerforschte Bereiche klassifiziert. Aufgrund von Seuchen und Epidemien wurden dann im späteren Verlauf, weil die Friedhöfe überfüllt waren, ungefähr 6 Millionen Tote in die Katakomben hinuntergekippt. Das ist der Grundwasser war verseucht. Und daraufhin wurden die ganzen Leichen wieder irgendwann rausgeholt. Irgendwann ist dann aufgefallen, dass die Steinbrüche in einem miserablen Zustand zum Teil sind, weshalb es immer mehr Verbrüche und Einstürze gab. Deswegen wurden die Katakomben geschlossen und was man heutzutage kennt für den normalen Sightseeing-Touristen in Paris, sind dann halt der offizielle Teil der Katakomben, wo man sich die Mühe gemacht hat, um die Verstorbenen ehrenwürdig zu bestatten, hat man dort das Gebeidenhaus angelegt. Knochen sind mittlerweile in den großen illegalen Teil auch zu finden, aber sehr ausgebeutet durch Grabräuber, was meiner Meinung nach total unverständlich ist, aber wie die Menschheit so ist. Auf jeden Fall, wir waren vor Ort, haben uns das mal angesehen, waren insgesamt, glaube ich, fast 25, 30 Stunden da, haben wir unten in den Katakomben verbracht. Und es ist schon beeindruckend, wie groß das alles ist, wie verzweigt, und ohne eine gute Karte würde man sich dort restlos verlaufen. Also man hätte keine Chance der Orientierung. Ich hoffe, euch gefällt das Video und dementsprechend viel Spaß bei einer kleinen Reise. Die nächsten Tage werden wir uns hierauf beziehen. Hier sind viele Hauptspots und eventuell, aber ich glaube, das ist ein waghalsiges und fast schier unmögliches Unterfangen, bis nach hier oben hinzukommen, zum deutschen Bunker. Wenn wir finden, nee, das kriegen wir niemals hin. Wir müssen auf jeden Fall dahin, weil wenn wir da sind, haben wir eigentlich unsere volle Dröhnung Katakomben. Ja, stimmt wohl. Also für den Weg von da bis da müssen wir bestimmt 3 Stunden laufen. So, liebe Leute, wir sind hier gerade auf dem Weg in die Katakomben von Paris. Und jetzt müssen wir uns erstmal den Eingang suchen. So, wir sind hier auf dem Weg zu den Katakomben, zu dem geheimen Eingang. Machen hier gerade unsere Ausrüstung fertig. Praktisch, wenn man hier drin einen ganzen Wassertank hat, womit man hier einfach trinken kann. Ja, und da hinten in den Tunnel, der da kommt, man sieht es ein bisschen schwer. Zoom mal dran. Ja, da hinten in den Tunnel, da wird irgendwo unser Zugang sein. Da oben fahren die Züge entlang, da oben hört man dieses komische Quietsche hier. Ja, ich mache die Kopflampe und die Ausrüstung fertig und dann steigen wir gleich in die Unterwelten von Paris. Wir sind halbwegs erfolgreich. Das müsste der scheiß Bahntunnel sein, den wir suchen, der zu unseren Katakomben führt. Ja, das ist so ein schwieriger Weg gewesen, um hier überhaupt auf dieses Bahngleis runterzukommen. Und jetzt sind wir soweit. So. Hallo. Hallo, so ist die Karte ausgerichtet. Jetzt sind wir hier im Bahntunnel, in dem Einstieg rein. Sind wir nach links gelaufen, nach da. Das ist dieser lange Gang hier. Dieser. Siehst du den?
Herzlich willkommen in den ersten Katakomben. Ja, Schönen guten Tag. ich bin doch trocken. Morgen geht's wahrscheinlich mit den nassen Klamotten wieder hier rein. Weiter. Wir haben es geschafft. Wir sind in den Katakomben und laufen jetzt immer weiter rein. Alter, hast du die U-Bahn hier? Kaum vorstellbar, dass hier 6 Millionen Tote drin waren. So, wir gehen jetzt immer tiefer ins System rein. 300 Kilometer. Ich glaube dir. Ja, ich glaube, jetzt werden meine Schuhe auch nass. Ich hab schon Wasser, da steht schon Wasser drin. Ja, meine Socken sind noch trocken. Das ist jetzt dieser Korridor, den wir hier haben, mit Wasser. Da hinten wird irgendwann Wasser kommen. Ja. Und wir könnten jetzt hinter mir 10 Meter laufen und den nächsten Korridor nehmen. Das wäre der hier. Okay. Das wäre ein relativ direkter Weg. Wir sind auch hier oben zu unserer Hauptstraße. Ja, der Weg hinter uns ist der richtige. Ist besser, bequem. Bequem ist ein Argument. Der Weg würde zu einem Parallelgang gehen, den wir gerade ausgelassen hatten. Wir müssten jetzt geradeaus, da kommt noch eine Kreuzung. Alles klar. Leute, wo wir uns gerade beschwert haben, dass wir ein bisschen Wasser haben. Jetzt wird richtig nass. Ja. Und voran, komm. So, wir machen uns hier gerade fertig, Ey, Mike, um weiter voranzukommen. Ja, ich komme zu dir. hier geht ein tiefes Loch runter. Ja, da musst du richtig aufpassen. Leider ist der Teil der Katakomben total überflutet. Ja, hier kannst du tauchen. Boah, ist das tief. Guck mal, wie tief das Loch da geht. Siehst du das Loch da? Wahnsinn. Da ist noch ein richtiger Brunnen drin. Hier geht's richtig tief runter. Hier geht's wieder höher. Ja, schön, dass die an sowas wie ein Gitter denken. Ja, danke. Danke, Paris. Ja, Marvin, jetzt mal ein Video. Was sagst du dazu? Mega geil, hier unten kann ich jeden weiterempfehlen. Dann kann man jedem weiterempfehlen. Alles klar. Mach die Lampe alle voran. Leute, die Platzangst haben. Leute, die Platzangst haben, Leute, die Angst haben vom Wasser, sollten hier tunlichst diesen Ort vermeiden. Ach du Scheiße, wie das wieder nass ist. Leute, damit ihr einmal seht, wie tief wir unter der Erde von Paris sind. Das geht über Etappe zu Etappe zu Etappe immer höher. Unglaublich. Ja, wir möchten hochklettern und mal ausprobieren, ob der Gullideckel auf ist. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Damals hat die Telefongesellschaft hier ihre Leitung verlegt. Und man kennt sie zum Beispiel. Man erkennt sie zum Beispiel. Hier ist Wasser. Ja, durch den Gang. Okay, noch einmal Videoaufnahme. So Leute, es ist ein bisschen mit Graffiti verschmiert, aber das hier ist eine große Hauptmuffe. Man hat hier mit 2 Kabelenden verbunden. Das ist eine große Hauptmuffe von einer Telefonleitung. Also kaum zu glauben, dass die Muffen damals so riesig waren. Also da würden sich, glaube ich, sogar meine Arbeitskollegen drüber wundern. Das ist ein richtig fetter Klopper. Hier sieht man, das Telefonkabel erkennt man daran, dass jedes einzelne Drähtchen mit Papier ummantelt war. Somit war jeder einzelne Telefondraht einzeln abgesichert. Ja, und ich glaube, gehört zu haben, früher war es hier sogar möglich. Es gibt hier noch so sogenannte Blackboxen. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwo dran guckt. Da konnte man sogar die Telefonleitung früher mit abzapfen. Also zumindest habe ich da einen Bericht zu gelesen. Das Teil muss ultra schwer gewesen sein. Darum hat man es mit einem Kran hier reingetragen. Ich verstehe gar nicht. Was für ein Aufwand. Sie haben auch irgendwann aufgehört, die Telefonleitung hier unten zu verlegen, wegen dem Aufwand. Robin hat sein Fahrrad gefunden, der ist jetzt gerade 3 Kilometer mit dem Ding durch die Katakomben gefahren. Er ist natürlich jetzt ein bisschen mitgenommen. Das ist sogar noch abgeschlossen. Wer macht sowas? So, passend gemacht für uns, Höhlenforscher. Und hier geht's weiter. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den bekanntesten Räumen. Zu einem Hauptspot in den Katakomben, den wir auf der Karte verzeichnet haben. Das ist noch verdammt weit weg. Wir sind hier gerade an einem Gang, der ist nicht höher als 1,20 Meter. Das heißt, wir müssen auf allen Vieren hier voranziehen. Sind die gerade im Start? Wahrscheinlich gehen wir voran.
Ey, kannst du richtig gut mit den Knie runter. Du hast doch deine Schoner da. Warum hoppst du denn wie so ein russischer Tänzer? Wir sind hier gerade in einem sehr, sehr flachen Raum, wo man gerade mal nur sitzen kann. In den Katakomben. Über uns ist ein Schacht. Der geht ungefähr 25, 30 Meter. Ich musste mir eine Karte gucken, wie tief wir hier sind. Wir machen hier gerade eine kleine Pause, trinken ein bisschen, holen uns ein bisschen aus. Oh, da kommt ein Riesentropfen runter. Krass. Das ist halt hoch. Ist da eine Geschwindigkeit drauf, ey. Da kommt eine Lichtgeschwindigkeit runter, pass auf. Wir sitzen hier unten gerade und boah, man vertut sich damit echt, wie anstrengend das ist mit den ganzen gebückten Laufen. Ja, das ist schon hardcore. Ja, und jetzt gleich noch mal ein bisschen weiter. Wir sind gerade vor ein paar sehr bekannten Räumen. Ruhen uns noch ein bisschen aus und dann mal gleich mal gucken, was da ist. Mittlerweile ist hier unten eine große Parallelgesellschaft entstanden, denn viele Leute gehen hier runter. Einmal Abenteuertouristen,
wie wir es vielleicht so sind. Wir sind Abenteurer. Geschichtsinteressierten, aber auch Leute, die eben von dem ganzen Trubel oben über Paris entkommen wollen. Man muss jetzt sich vorstellen, wir befinden uns ungefähr 20 bis 30 Meter unter der Erde und hier unten gibt es nichts. Also wenn wir hier alle leise sind, dann ist es auch totenstill. Na, totenstill. Viele Franzosen gehen nach hier unten, für die ist dieser Ort hier heilig, weil man hier einfach den Lärm und den Trubel der Stadt einfach entkommen kann. Und nun ja, Dankeschön, Dankeschön. Ich verabschiede mich von euch und ich hoffe, euch hat dieses Video wieder Spaß gemacht oder macht euch viel Spaß, je nachdem, wo diese Videosequenz jetzt eingeschnitten wird. Und weiter geht's nach der Werbung. Wir sind so tief im System drin, dass wir gerade extrem viel gucken müssen auf der Karte, um hier wieder rauszufinden. Es geht hier rechts, links, runter, hoch, tiefe Löcher, Wasser. Hallo liebe Freunde und Archäologen. Wir sind hier in den Katakomben. Wir sind hier 300 Kilometer und wir wissen nicht, wo wir sind. Halbwegs. Das ist gut. Pass auf! Jetzt, ohne Mist, das ist von anderen Kataphilen reingeschnitzt. Und wenn jetzt einer von euch mal so nett wäre und sich mal eben daneben stellt, um zu sehen, wie groß das ist aus Menschenhand hier reingeschnitzt unten. Gigantisch groß. Und da hinten ein Zeichen der Kataphilen. Die kleinen Strichfiguren mit der Gebiete. Wir werden jetzt nachgucken, welche Wege wir noch laufen müssen. Und schauen uns noch den Rest hier an, so einen kleinen Teil, und dann werden wir irgendwann den Heimweg antreten. Also wir sind sogar in unserem Zeitplan wieder drin. Cool. Aber das war aber jetzt auch... Ich glaube, da brauche ich jetzt hin. Mach mal eine lange Pause. Martin? Ich wollte eben was trinken. Ja gut, ist ja quasi Untergrund. Okay. So, wir machen hier gerade Pause und hier wurde extra eine Pinkelecke angelegt. Für die Menschen, die mal müssen. Sehr Direkt da, wo gegessen wird. direkt da, wo gegessen wird, genau. Ja, wir haben ja vorhin gesagt, dass hier unten im Laufe der Zeit quasi eine Parallelgesellschaft entstanden ist. Mit den Leuten, die von... So, ich habe ja vorhin erzählt, dass im Laufe der Zeit hier unten in der Katakomben eine Parallelgesellschaft entstanden ist. Für die Leute, die von der Oberfläche entfliehen, die kommen nach unten. Und wie kann man sich das vorstellen? Es gibt ja viele Sagen über die Katakomben, von dicken, fetten Partys, die hier gefeiert werden, bis hin zu, es gibt all möglichen Gerüchte von schwarzen Messen, die hier gehalten werden und. Und wir haben hier einen ganz besonderen Ort. Das wäre dann zum Beispiel hier der Sarkorum. Hier feiern die zum Beispiel Weihnachten mit über 20 Leuten. Die können hier alle am Tisch sitzen. Die haben das alles hier selber gebaut, die ganzen Bänke. Dann muss man sich vorstellen, dass dieser ganze Raum hier voll und die essen dann hier und machen einfach Pause. Genießen die ruhige Atmosphäre hier unten, während oben Hektik und Chaos herrscht in den Straßen von Paris. Hier unten bekommt man einfach Ruhe. Es ist hier auch sehr üblich, dass man einfach andere Leute, die man trifft, auch wenn man sie gar nicht kennt, man grüßt sie. Was oben in der Stadt quasi mittlerweile alles an Formalitäten verloren geht und an Menschlichkeit, lebt hier unten quasi immer noch für sich. Hier ist eine kleine eingeschworene Gemeinschaft. Man grüßt sich, man tauscht sich über Informationen aus, man erlebt hier zusammen quasi die ganze Atmosphäre von den Katakomben. Und das macht diesen Ort so extrem magisch und ist auch ein Ort, den man respektieren sollte. So. Wie gesagt, wir sind hier auf dem Weg zurück vor den Kopf. Das heißt, wir müssen hier gleich nochmal heftig durch Wasser laufen. Und dann kommen wir immer weiter Richtung Ausgang von diesem System. Nach ein paar Umwegen, nach ein paar schönen Orte, die wir uns hier noch angeguckt haben, sind wir wieder dabei, Richtung Ausgang zu laufen. So, wir kommen gerade aus den Katakomben. Man muss dazu sagen, wir haben nur einen kleinen Bruchteil von den riesigen Systemen dort gesehen. Es ist natürlich gigantisch groß. Und ich möchte einen Appell damit an all diejenigen stellen, die die Überlegung haben, sich das Ding oder mal selber anzugucken. Geht da nicht ohne Karte rein, nicht mit der nötigen Erfahrung. Also man muss schon die nötige Erfahrung dafür haben, weil das System ist groß, gefährlich
und man vertut sich sehr schnell mit den Abbiegungen und verläuft sich dann. Ja, wir hatten ja eine Gefahr Karte. Wir konnten alles. Genau, wir hatten eine Karte, eine sehr gute Karte. Aber die Gefahr, sich da so dermaßen zu verlaufen, ist definitiv gegeben. Und es ist auch kein Geheimnis, dass es immer wieder vorkommt, dass sich da Jugendliche verlaufen. Zuletzt, glaube ich, 2015, 2016 haben sich 3 Jugendliche verlaufen, die über 3 Tage da unten nach dem Ausgang gesucht haben und letztendlich von der Polizei gerettet worden sind. Und damit solche Vorfälle sich in Zukunft nicht häufen, sollte der gesunde Menschenverstand auch dabei sein. Und ansonsten in dem Sinne, Glück auf. War eine sehr schöne Unterkunft. Hat Spaß gemacht. So, wir sind heute 4 Uhr morgens aufgestanden, denn wir wollen noch mal rein.